Hallo liebe Freunde, das ist Jura aus Irkutsk. In diesem Video möchte ich euch meinen Freund Veit aus Berlin vorstellen. Er ist momentan in Irkutsk unterwegs, von Deutschland in die Mongolei. Und er ist von Moskau nach Irkutsk mit einem Zug angekommen. Und jetzt möchte ich ihn bitten, ein bisschen über seine Reise nach Irkutsk zu erzählen. Und dann erzählt er auch über die Mongolei, warum es sich in diesem Jahr lohnt, dieses interessante Land zu besuchen. Hallo Veit, grüß dich. Hallo Juri. Kannst du bitte für meine Abonnenten erzählen über deine Erfahrung mit dem russischen Zug, mit dem Transit von Moskau nach Irkutsk? Ja, die sind im Wesentlichen wirklich alle sehr positiv. Ich kenne die Transit noch von vor 15 Jahren, wo das alles sehr dunkel und wackelig und laut war. Allein schon die Bahnhöfe haben sich deutlich geändert, also man hat sehr viel investiert in die Infrastruktur, auch das Kundenservice, also kundenfreundlicher zu machen, um an die Tickets zu kommen. Vieles ist online, man kann die also alle online jetzt bestellen und vorbestellen. Man muss nicht mehr so wie früher mühselig mit dem Ticket dann bei der bei dem Zugpersonal vorsprechen, Pass abgeben und all solche Sachen. Das entfällt. Die Züge sind sehr modern eingerichtet. Ich war sehr erstaunt, weil ich noch die ganz alten Waggons made in GDR kenne, die hier in Russland gefahren sind. Davon ist eigentlich nur noch der Speisewagen als nostalgischer Wagen übrig geblieben, was auch seinen Charme hat. Aber der Wagen, in dem man dann mitfährt, die sind alle sehr modern eingerichtet. WC, Dusche ist vorhanden. Die hygienischen Sachen sind sehr sauber, also das Zugpersonal achtet darauf, dass da nichts verdreckt. Auch gerade die Toiletten, die ja dann immer ein schwieriger Punkt sind, werden stündlich gereinigt. Also insgesamt macht das Zugfahren Spaß. Bei der Fahrt mit dem Zug habe ich mir natürlich überlegt, wer fährt heute überhaupt noch Zug, weil immerhin Moskau kurz dauert 4 Tage. Wir hatten noch so viel Zeit und Muße, das zu machen, weil die Mehrzahl wird fliegen. Für das Zugfahren, da braucht man wirklich Zeit und Ruhe. Man kann da einige Sachen auch arbeiten. Es gibt überall Steckdosen, dass man also mit Strom versorgt ist für die modernen Geräte. Ich habe das genutzt für mich, um die Webseiten ein bisschen zu überarbeiten. Internet ist natürlich liegt in der Natur der Dinge, dass das nicht permanent vorhanden ist, weil das ist dann immer nur vorhanden, wenn man in einer Ortschaft ist oder beziehungsweise im abgedeckten Handynetz ist. Aber es ging eigentlich relativ gut, bis auf wenige Stellen nachher, wo es dünner wurde in Sibirien. Pünktlichkeit, exakt, genau, super. Also da kann sich die Deutsche Bahn, die Bundesbahn 20 Scheiben von abschneiden. Selbst auf der Strecke von den 6.000, knapp 6.000 Kilometer bis nach kurz genau auf die Minute pünktlich ist der Zug eingerollt. Ich bin ja die Strecke auch von kurz nach Moskau gefahren, weil ich ja eigentlich in Ulaanbaatar lebe. Da hatten wir sogar 2 Stunden Verspätung. Die hat der Zug dann auch wieder aufgeholt. Wir sind also in Moskau auch wieder pünktlich angekommen. Also das ist Pünktlichkeit wird hier groß geschrieben. Alles klar, Veit, danke für deine Erfahrung mit der Transit. Und jetzt möchte ich dich über die Mongolei fragen. Du verbringst dort sehr viel Zeit. Du lebst sozusagen dort schon fast seit 20 Jahren und betreibst ein Reisebüro. Welches Angebot hat momentan dein Reisebüro? Was kannst du für die deutschen Touristen oder allgemein gesehen aus Europa anbieten momentan? Kannst du bitte über dein Angebot erzählen? Na, vom Prinzip her kann man sagen, wir haben alles, aber natürlich haben wir Schwerpunkte. Wir sind spezialisiert auf individuelle Reisen, also was wir nicht machen, sind Großgruppenreisen. Wir sind spezialisiert auf individuelle Reisen. Die Mehrzahl unserer Kundschaft, unserer Gäste, das sind Ehepaare oder befreundete Ehepaare, die so eine kleine Reisegruppe bilden und sich dann entweder eine Tour aus unserem Katalog bzw. Webseite aussuchen. Und die wird dann meistens noch ein wenig modifiziert. Das ist so ähnlich wie mit der Speisekarte im Restaurant. Dann hat sich der Koch überlegt, das mit Kartoffeln zu machen, aber die Kunden wollen das dann doch mit Reis essen. Also da wird immer ein bisschen dran rumgebastelt, noch einen Tag länger gemacht oder ein bisschen hin und her verändert, die Reisezeiten. Manche haben auch über ihre Bekanntschaften in Deutschland, möchten auch einige Orte besuchen oder Bekannte in den Ortschaften aufsuchen, sodass da also immer eine kleine individuelle Reise draus wird. Was gibt's noch? Motorradreisen, da sind wir auch der Spezialist für.
Wir haben eine Varieté von BMW-Motorrädern in der Garage zu stehen, die man rausholen kann und dann im Gelände fährt. Wobei das sind dann keine individuellen Reisen mehr, weil das ist dann meistens eine Gruppe und die sind abgestimmt, weil Begleitfahrzeuge mit dabei sind für Mechaniker und Gepäck und Benzin und was man so alles braucht. Aber ja, die sind schon recht sportlich, die ganzen Sachen. Dann haben wir Pferdereisen, wird weniger nachgefragt, zumindest bei uns. Weil das ist eine ganz bestimmte Kundschaft, die hat einen Hang zum Pferd, die möchten gerne, weiß ich nicht, 3 Wochen, 14 Tage nicht weg vom Pferd. Bei den anderen Reisen, unseren normalen individuellen Reisen, haben wir meistens einen Tag oder 2 Tage mit dem Pferd mit dabei als Abwechslung, aber so reine Reitreisen sind seltener. Und dann gibt es natürlich noch die ganz speziellen individuellen Reisen, wo Kunden jetzt spezielle Themen verfolgen, zum Beispiel historische Punkte oder Steinartefakte, Steinmännchen und Hirschsteine in der Gobi zu besuchen. Die sind dann aber sehr spezialisiert, weil die kommen dann also auch mit vorgefertigten Karten an, die wissen ganz genau, wo die Sachen stehen. Und so ein ganz kleiner Highlight sind dann unsere Trainspotter. Das sind unsere liebsten Kunden, die kommen immer im Frühjahr. Die stehen da mit der Kamera an den Eisenbahngleisen und knipsen dann oder fotografieren die ganzen Eisenbahnzüge, die da vorbeifahren, wobei also nur die Lokomotiven fotografiert werden. Und das machen die meistens im Frühjahr, so ein bisschen außerhalb der Saison. Diese Varieté an Reisen bieten wir an. Und natürlich dann, wie gesagt, jede spezielle Anfrage wird auch dann verwirklicht. Also, liebe Freunde, wenn ihr ein Interesse für die Mongolei habt, könnt ihr die Webseite mongolei.com besuchen. Dort findet ihr weitere Informationen zum Thema Reisen in die Mongolei. Ja, Veit, und wie können momentan die Touristen aus Europa in die Mongolei direkt anfliegen, ohne umsteigen in Russland in der jetzigen Situation? Naja, das war ja schon immer möglich, von Deutschland direkt zu fliegen, wobei das Direkte war mit immer eine Zwischenlandung in Moskau. Die Zwischenlandung in Moskau entfällt jetzt aus bekannten Gründen. Man kann jetzt von Frankfurt direkt nach Ulaanbaatar fliegen in einem Non-Stop-Flug. Das sind knapp 7 Stunden, die man dann im Flugzeug verbringt. Der Flug geht im Sommer geht ja fast 5 oder 6 Mal die Woche. Im Winter wird das ein bisschen eingestellt. Bei den Flügen ist zu sagen, dass die da Flaschenhals sind, um in die Mongolei zu kommen. Und wenn sich jemand für die Mongolei interessiert und vorhat, in die Mongolei zu fahren oder zu kommen, dann sollte er möglichst früh die Flüge buchen, weil die nehmen dann nachher ab April, also ab März, April bis hin zum Mai und Juni nehmen die den Preis nachher extrem zu. Und da verdoppeln sich die Flugpreise, bis teilweise verdreifachen sich die, weil natürlich die Nachfrage dann größer ist als das Angebot. Also wenn ich vorhabe, in die Mongolei zu kommen und ich weiß, dass im November, Dezember, buche ich die Flüge im November, Dezember, dann komme ich für einen halbwegs überschaubaren Preis in die Mongolei. Was früher möglich war, mit der Eisenbahn in die Mongolei zu fahren, was auch eine interessante Erfahrung war, wobei da die Mongolei dann nicht im Vordergrund stand, sondern da stand das Erlebnis transsibirische Eisenbahn oder transmongolische Eisenbahn im Vordergrund. Das ist jetzt leider ein bisschen sehr kompliziert geworden, weil die Anreise nach Russland oder die Abreise von Russland nach Europa nicht mehr direkt möglich ist. Es geht halt eben immer nur über Drittstaaten, also Türkei, Kasachstan, Usbekistan. Man muss also immer von Moskau erst wieder wegfliegen, um dann nach Hause zu kommen. Das macht die Sache ein bisschen umständlicher, hat auch deutlich nachgelassen, diese Form des Reisens. Auch leider ist der Zug von Ulaanbaatar nach Peking, der auch stark nachgefragt war, nicht mehr eingestellt worden nach Corona. Warum, ist mir nicht ganz bekannt, aber ich vermute mal, das sind chinesisch-politische Gründe. Die haben, weil Flughäfen kann man besser kontrollieren als Bahnübergänge oder Bahngrenzen. Das wird damit zu tun haben. Außerdem ist der Zug auch nur im Sommer gefahren und war hauptsächlich für die Touristen da, weil auch hier die Frage ist, mit der Eisenbahn zu fahren nach Peking sind 2 Tage, wo ich dann in wenigen Stunden nach Peking fliegen kann. Wie gesagt, das ist dann der reine touristische Zug, kann auch damit ein bisschen zusammenhängen. Also liebe Freunde, das war's ganz kurz von mir und von meinem Freund Veit für heute.